Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe für dieses Bild, wie auch für meine meisten Bilder, meine Leinwand selber zusammengebaut. Und da benutze ich immer die Leisten von Bösner und eine Leinwand von Painter Sisters. Und habe hier meinen Akkutacker, den ich immer benutze. Und eine schöne scharfe Schere, damit der Überschuss auch schön gerade abgeschnitten werden kann. Dann besprühe ich die immer noch mal von hinten mit Wasser, damit sich die Leinwand schön straff zieht. Und wenn ihr wissen wollt, welche Farben ich für dieses Bild verwendet habe, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Ich liste da immer alles auf und habe auch ein paar Links für euch dabei. Also die ersten Farben, die ich jetzt hier einfach ganz willkürlich auftrage, ist so ein selbstgemischtes Pfirsich. Da habe ich einfach ein Bright Orange genommen, ich glaube von Liquitex oder so. Und dann habe ich hier mein gebranntes Umbra, was ich ja auch für fast jedes Bild benutze. Einfach ein bisschen weiß und das streiche ich jetzt einfach mit der Hand über die Leinwand. Natürlich empfehle ich immer, dass man dabei auch solche Handschuhe trägt, weil die Acrylfarbe ist natürlich nicht besonders gesund für die Haut. Ich male jetzt hier auch erstmal ganz spontan. Ich weiß noch nicht so genau, was es am Ende werden soll, aber darin liegt ja auch dann der Spaß im Prozess und ich möchte immer, dass so eine Schicht dann auch am Ende immer noch ein bisschen durchschimmert. Und ja, ich möchte erstmal ein bisschen Farbe überhaupt auf die Leinwand bringen. Deswegen fange ich hier mit diesen neutralen Sandtönen an. Ich möchte die Acrylfarbe hier auch ein bisschen dicker nochmal auftragen. Ich habe hier so ein Elfenbein genommen übrigens, also so einen Elfenbeinfarbton. Und den streiche ich mir da erstmal recht dick auch drauf, weil ich mir nämlich auch was Besonderes ausgedacht habe für dieses Bild. Und da brauche ich auf jeden Fall eine gute Grundschicht an Acrylfarbe. Ja, ich möchte in dieses Bild etwas mehr Struktur reinbringen und habe dafür einfach so ein Papier genommen, was in irgendeinem Karton rumlag als Verpackungsmaterial. Und das arbeite ich da jetzt einfach ein, weil die Effekte, die daraus entstehen, total cool sind und ich das auch noch nie vorher ausprobiert habe und jetzt einfach mal darum experimentieren wollte mit diesem Papier. Da das Papier ja recht dünn ist, sollte es eigentlich auch halten mit der Acrylfarbe drunter. Ich hatte mir immer vorher die Gedanken gemacht, ob das wirklich dann auch festhält und nicht irgendwie so runterbröckelt oder so. Aber es ist ja jetzt auch ein paar Tage später und bisher ist noch nichts abgegangen. Also so viel kann ich dazu auf jeden Fall jetzt hier aus der Zukunft sagen. Und ja, das Papier arbeitet sich halt einfach in diese Struktur der Acrylfarbe mit ein und dadurch ergibt sich halt wie so eine Masse. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil das auch manchmal etwas weich werden kann. Also manchmal eher so drauf klopfen oder drauf tupfen, anstatt jetzt wirklich viel zu reißen oder so. Den oberen Bereich mache ich jetzt auch extra, da trage ich auch noch mal ein bisschen mehr Acrylfarbe auf, damit einfach dieses Papier mehr Haftung hat. Und dann kommt natürlich das Papier auch da oben drauf.
Und die Papierstücke wollte ich jetzt hier einfach auch noch mal ein bisschen anfeuchten und noch mal die Farbe auch so ein bisschen runterlaufen lassen, dass da noch mehr Strukturen entstehen. Guck mal, wie cool das hier runterläuft. Das läuft so richtig überall in diese ganzen Lücken rein und sieht dann ein bisschen aus wie so eine Landschaft. Das Gemälde muss natürlich jetzt erstmal komplett durchtrocknen, bevor ich daran weiterarbeiten kann, aber die Grundstruktur ist ja schon mal richtig cool geworden und so sieht das dann übrigens aus, wenn es getrocknet ist. Ich habe das jetzt wirklich 24 Stunden durchtrocknen lassen, aber man kann ja auch immer mal dran tippen, wie es dann so ist. Und dann fange ich jetzt an mit meinem Meer. Ich habe mir überlegt, dass ich ein Meeresgemälde daraus machen möchte, was ihr ja sicherlich auch im Thumbnail natürlich schon gesehen habt. Und da fange ich einmal mit diesem Türkisgrün hier an. Und das habe ich mir selber zusammengemischt aus so einem Türkisgrün gemischt mit einem gebrannten Umbra. Und das ergibt dann ja wie so ein dunkelgrün Türkis oder so, was halt für diese tieferen Farben im Meer irgendwie steht und halt trotzdem immer noch sehr schön warm aussieht. Deswegen finde ich die beiden Farben zusammen richtig schön. Ich vermische das auch immer noch ein bisschen mit Wasser in dieser Schüssel, damit das einfach ein bisschen geschmeidiger fließt, weil manche Farben einfach auch sehr dickflüssig sind und man die dann sonst nicht so gut einarbeiten kann. Wenn man sich unsicher ist, kann man natürlich auch einfach einen Trocknungsverzögerer benutzen. Ich würde einfach empfehlen, nicht mehr als 30% Wasser zu der Acrylfarbe zu geben, damit die eben nicht zu flüssig ist und zu brüchig wird am Ende. Ich hatte mir in so einer Soßenflasche auch ein schönes Türkis angemischt, so ein richtig schönes, helles Türkis. Und wenn man das dann mit diesem hellen Cadmiumgelb noch mischt, entstehen auch schöne Grüntöne. Das braucht man ja auch immer bei so einem Meeresgemälde, damit es nicht zu kalt aussieht. Und die habe ich mir hier einfach auf die Leinwand aufgetragen und verteile die so ein bisschen, mische die auch gleich mit diesem dunkleren Türkis, damit man so einen schönen Farbverlauf hat. Ja, oben soll natürlich dann die Gischt sein, beziehungsweise diese Brandung am Strand. Und dafür habe ich einfach ein bisschen von dem Weiß mit Wasser gemischt und das auch wieder zusammen in so eine Soßenflasche gegeben, damit ich das einfach ganz locker flockig da so rüber fließen lassen kann. Und das arbeite ich jetzt mit einem großen Mahlmesser ein und ja, das eignet sich immer ganz gut, um nochmal auch in die nasse Farbe mit reinzugehen, dass man da dieses Weiß nochmal mit drin hat, wie so Reflexionen auf dem Wasser. Dann habe ich hier auch noch mal was Besonderes und zwar so eine leere Küchentuchrolle. Die benutze ich auch ganz gerne neuerdings in meinen Gemälden. Ich hatte das vor einem Jahr oder so auch schon mal ausprobiert und da sind auch echt sehr coole Effekte entstanden. Man kriegt da einfach noch mal mehr Struktur in das ganze Bild und gerade in die sehr farbigen Flächen, die so einheitlich aussehen, einfach so ein paar Variationen und das macht auf jeden Fall auch Spaß, die zu benutzen. Und hier habe ich einfach die Farbe noch ein bisschen besser mit der Hand eingearbeitet. Da kann man ja auch ganz kreativ vorgehen und einfach noch ein bisschen Farbe reinmischen, wieder was rausnehmen, wenn es doch irgendwo zu viel gewesen ist. Und ja, da ist man so richtig im Flow, finde ich immer.
Hier habe ich jetzt auch noch mal einen schönen Sandfarbton. Ich wollte den oberen Bereich doch ein bisschen heller haben und arbeite das dann einfach erstmal hier mit dem Pinsel ein. Dann gucke ich noch mal, dass die Schatten überall richtig sind, dass es nicht zu dunkel ist und dass eben da, wo die Welle aufhört, auch so ein leichter Schatten zu sehen ist. Und um dieses Gelbliche etwas abzumildern, benutze ich auch immer sehr gerne so einen Lavendelfarbton. Und hier habe ich auch wieder mein Malmesser und dann arbeite ich das einfach so ein bisschen ein. Ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Abo dalasst, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ihr könnt hier auf diesem Kanal auf jeden Fall noch viele weitere schöne Videos über meine Kunstwerke erwarten und ganz viele Malprozesse. Also wenn euch sowas interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dabei. Ich freue mich. Für die etwas feineren Stellen habe ich sogar noch eine leere Klopapierrolle genommen und auch damit kann ich sehr schön die Übergänge gestalten. Man kann es entweder einfach so als Werkzeug benutzen, um die Farbe so ein bisschen einzuarbeiten, oder man rollt es eben einfach so ein bisschen über die Leinwand. Das Letzte, was ich jetzt bei diesem Bild mache, ist, dass ich einfach so ein paar Details nochmal überarbeite, Stellen, wo ich ein bisschen mehr dunkle Farbe haben möchte, wo mir der Farbton noch ein bisschen zu rötlich ist. Dann mache ich den ein bisschen grünlicher, damit halt einfach diese Schatten auch so herausgestellt werden. Ja, schaut mal, wie schön diese ganzen Grüntöne miteinander harmonieren und dann zusammen mit diesem Strandfarbton. Also da kommt bei mir auf jeden Fall richtig Urlaubsstimmung auf. Und es hat auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht, dieses Bild zu malen. Das ist hier das fertige Endergebnis. Das Bild heißt übrigens Ocean Breeze und ist auch schon in meinem Shop erhältlich. Ich habe euch alles in der Infobox natürlich verlinkt. Da könnt ihr sehr gerne mal reinschauen, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ein bisschen inspiriert. Wie gesagt, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert gerne mein Video. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Hier könnt ihr noch mal ein paar Detailaufnahmen von dem Gemälde bewundern. Es sieht auf jeden Fall so cool aus. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage wieder Ciao und bis zum nächsten Mal.